Der erste richtige Schritt zum Manifestieren ist kinderleicht und ich kann euch versprechen, jeder und jede von euch kann das. Am Ende von dem Video werdet ihr einen ganz anderen, neuen Zugang haben, weil ich gemerkt habe über die Jahre, ich liebe das Thema Manifestieren. Ich liebe es, Dinge aus meiner Vision in der Realität wahr werden zu lassen oder zu sehen, dass sie in der Realität Gestalt annehmen. Und ich sehe einfach, und das ist auch etwas, was ich seit Jahren beobachte, dass Menschen in der Politik, Menschen, die super famous sind, Menschen, die andere Leute anleiten, immer und immer wieder diesen Fehler machen. Und ja, deswegen möchte ich dieses Video machen und diese Info mit dir teilen. Um diese Methode wirklich zu verstehen, gibt es 2 Dinge, die ich noch vorbereitet darauf sagen möchte, weil, wie gesagt, es ist kinderleicht. Allerdings ist es mir wichtig zu erklären, anhand von 2 Dingen, einerseits aus der Mystik und einerseits aus der Wissenschaft, warum das so wichtig ist, es genau so zu machen. Gib mir die Zeit, hab die Geduld, noch die paar Minuten, es ist wichtig und du wirst mir danken. Also, Punkt 1 ist, aus der Mystik gibt es diesen Satz, die Energie folgt der Aufmerksamkeit. Das heißt, allem, dem du deine Aufmerksamkeit schenkst, da fließt deine Energie hin. Da fließt deine Energie hin im Sinne von, du als Mensch, der jeden Tag aufsteht und ein gewisses Kontingent an Kraft hat, allem, was du Aufmerksamkeit schenkst, da bist du. Anders gesagt, alles, wie dein Leben ist in deinem Leben, weil du dem Aufmerksamkeit schenkst. Das heißt jetzt Dinge, die dich unglaublich nerven, Dinge, die du nicht willst. Wir kommen zu dem Thema und zu dem Wort auch nicht. Give me a minute. Und auch Dinge, die du magst. Genau. Ich lasse es mal so stehen, aber nimm dir diesen Satz mit. Deine Energie folgt der Aufmerksamkeit. Ich lasse es mal so stehen. Die andere Information, die mir sehr wichtig ist zu teilen, ist aus einer Studie, die ich vor Jahren gelesen habe. Und die Ergebnisse fand ich voll faszinierend, vor allem, weil ich eben diese Ergebnisse dann auch für mich immer wieder so erfahren habe. Dieser kleine Satz sollte also auch gerade verdeutlichen, dass ich sage, dass jede Studie mit Vorsicht zu genießen ist, wie alle Informationen, und es einfach sehr nützlich ist, Dinge für sich selber zu überprüfen, wenn man das kann. Das in dem Fall kann man, und ihr werdet es auch gleich mitbekommen. Ich umreiße euch kurz diese Studie. In der Studie ging es um Basketball und es ging um 3 Gruppen. Und zwar Gruppe A sollte für einen Zeitraum, sagen wir, es waren 2 oder 3 Wochen, ich weiß jetzt nicht mehr genau wie lang, sie sollten sich auf jeden Fall jeden Tag mit den gleichen Übungen mit dem Basketballkorb sollten sie Basketball üben. Auch die gleiche Anzahl, ich weiß nicht, ob es 20 Minuten waren, eine halbe Stunde, auf jeden Fall jeden Tag gleich viel. Sagen wir 2 Wochen, 20 Minuten. Gruppe B sollte auch für 2 Wochen 20 Minuten sich diese Übungen vorstellen. Den Ball nicht angreifen, nur vorstellen, aber wirklich konsequent für 20 Minuten. Die 3. Gruppe sollte nichts machen. Und was erstaunlich war, dass nach diesen 2 Wochen Gruppe A und B kaum Unterschiede hatten in ihren Fortschritten. Und die Quintessenz war aus dieser Studie, und es gibt ganz, ganz viele Studien und ganz, ganz viel zu dem Thema, ist, dass das Gehirn kaum unterscheiden kann zwischen etwas, was wir uns vorstellen, und etwas, was wir tatsächlich erleben. Und das klingt, wenn man es zum ersten Mal hört, ich weiß nicht, ob ihr das jetzt gerade zum ersten Mal hört, klingt das irgendwie ein bisschen seltsam, sagen wir mal. Aber ich möchte euch kurz einladen, ganz kurz ein paar Sekunden, das mit mir auszuprobieren, indem wir uns jetzt auf einmal in einer unglaublich grauslichen, engen Gasse befinden. Es ist dunkel, es ist Nacht, es ist irgendwie so eine feucht-kalte Luft und es stinkt unglaublich nach Müll. Das Licht flattert, ihr habt irgendwie viel zu wenig an, euer Handy ist gerade ausgegangen. Eigentlich habt ihr euch gerade einfach voll verlaufen, seid gerade in dieser Gasse, irgendwer schreit in der Umgebung und irgendwie kommt gerade eine Gruppe auf euch zu, die in diese Gasse einbiegt. Punkt. Ich gehe jetzt auch nicht weiter, ja.
ich merke auch beim Erzählen, man bekommt einfach ein Gefühl für diese Situation und man kann sich darauf mehr und mehr einlassen. Um einen kleinen Shift zu machen in der Energie, wir sind jetzt am Strand, es ist angenehm warm, es ist nicht zu kalt, nicht zu heiß, es ist wirklich angenehm warm, ihr seid super zufrieden, ihr habt frisches Obst neben euch, einen super attraktiven Partner oder Partnerin, die Sonne scheint, das Meer rauscht, ihr geht jetzt gleich ins Wasser, ihr habt's frei und ja, es geht euch einfach super gut. Und auch jetzt beim Erzählen und auch beim Fühlen werdet ihr merken, es macht einen Unterschied. Und wie gesagt, wir sitzen jetzt, also ich bin hier vor der Kamera, du bist auch vor einem Smartphone oder vor einem Laptop. Wir haben unseren Ort nicht verlassen, aber es ist einfach sehr powerful, was wir uns vorstellen und passt auch zu dem, was ich gesagt habe. Unsere Energie folgt der Aufmerksamkeit. So, Drum Rolls, was ist die Methode? Die Methode, der erste richtige Schritt, um richtig zu manifestieren, ist die richtige Formulierung. Das heißt, es ist ganz wesentlich, wie du Dinge formulierst. Jetzt denkst du sicher, was ist bitte die richtige Formulierung? Deswegen war mir der Punkt 1 und 2 so wichtig, um zu verdeutlichen, dass wir die Dinge in unserem Leben deswegen haben, weil wir ihnen Aufmerksamkeit schenken. Und erinnert euch, dass ich die gedankliche Notiz gesagt habe mit dem Wort nicht. Das Gehirn kann, oder wir als Mensch oder unser Geist, wie auch immer, das Wort nicht oder kein, es gibt keine Vorstellung zu dem Thema. Das heißt, wenn ich jetzt sage, ich will nicht schon wieder so lange arbeiten, ich will nicht, dass du zu spät kommst, ich will nicht schon wieder jemanden haben, der mich anlügt, ist alles, was du in dem Moment auch visualisierst und sagst, sind die Dinge zu spät, lange arbeiten, anlügen. Weil eben das Gehirn oder der Kopf das einfach nicht greifen kann. Das heißt, es geht darum, es so zu formulieren, wie du es haben möchtest. Deswegen haben wir auch diese Gedankenreise gemacht mit dieser Gasse und dem Strand, weil es eben einen Unterschied macht, ob ich sage, ich will nicht zum Beispiel, wenn wir über den Traumpartner sprechen, ja, wenn du jetzt sagst, ich will nicht schon wieder jemanden haben, der mich immer anlügt und der immer zu spät kommt. Ich möchte jemanden manifestieren, der nicht zu spät kommt und mich nicht anlügt. Dann ist alles, was du sagst, eben das, was du nicht willst. Das heißt, du hast wieder den Fokus auf dem, was du nicht willst. Daher ist es wirklich wichtig und essentiell, dass du formulierst, was du möchtest, und zwar ganz genau, ganz genau. In dem Fall wäre das, ich wünsche mir einen Partner, der ehrlich mit mir ist und der meine Zeit schätzt und der auch ab und zu gerne zu spät kommen kann, aber dann mich rechtzeitig anruft und gut mit mir kommuniziert. Das ist ein Beispiel, wo du ganz klar, da kann man sich auch was vorstellen drunter, wo der Weg hingehen soll. Das heißt, wo die Energie hinfließen soll. Die Energie folgt der Aufmerksamkeit. Genau, und dieses Thema ist auf alles übertragbar. Und ich habe am Anfang einfach erwähnt, warum ich dieses Thema so liebe, weil das eben auch das wesentliche Tool ist, warum man auch so magische Dinge oder so vermeintlich Unglaubliches oder so Glück oder wie auch immer manifestieren kann, indem ich das auch mir vorstelle und sage und dem auch die Aufmerksamkeit schenkt. Das heißt, da können dann Dinge passieren, wo du einen Bus noch erreichst, der eigentlich schon weggefahren sein sollte, vielleicht was geschenkt bekommst. Ich sage nicht vielleicht, was geschenkt bekommst, weil du dir das so wünschst, weil deine Sprache sich eben auch verändert. Also wie du durch die Welt gehst und wie du sprichst und denkst, ist anders. Und das wiederum strahlt was aus, was eben auch auf Resonanz gehen kann. Ja, das war's für heute. Ich freue mich mega. Ich liebe dieses Thema. Ich würde mich sehr interessieren dafür, wie ihr über das Thema denkt, ob ihr auch schon so Erfahrungen gemacht habt, wenn ihr Dinge anders formuliert habt, nämlich
punktgenau formuliert habt, was ihr dann erlebt habt, wie ihr auch durch den Tag geht, wenn eure Aufmerksamkeit anders fokussiert ist. Und ja, happy manifesting. Bye!